Hey guys und herzlich willkommen zu einem aufregenden Premiere Pro Tutorial. Wenn ihr euch jetzt denkt, was geht denn jetzt hier ab, schaltet einfach mal die Closed Captions ein. Das könnt ihr unten bei YouTube machen. Einfach mal einschalten, dann könnt ihr dem Video auch auf Englisch folgen. Ich werde heute einfach mal versuchen, ein Tutorial auf Deutsch zu machen und entweder findet ihr das super lustig oder einfach nur grausam. Lasst mich das doch einfach mal wissen, einfach unten in den Kommentaren. In diesem Video will ich euch zeigen, wie ihr eure eigenen Videos mit Adobe Premiere Pro zusammenstellen könnt, Schritt für Schritt, vom Importieren der Dateien bis hin zum fertigen Export. Adobe Premiere Pro ist ein branchenführendes Videobearbeitungsprogramm und es ist ein ganzer Mund voll. Und es wird überall auf der Welt benutzt, von Kinofilmen bis hin zu Hobby-YouTube-Videos wie dem, das ihr euch gerade anseht. Und es ist wirklich nicht so schwer, wie viele Leute es zu erscheinen lassen. Dieses Video ist für Einsteiger gedacht. Wir werden es also ganz gemütlich angehen, Schritt für Schritt. Und wenn ihr Probleme oder Fragen habt, hinterlasst mir einfach ein paar Kommentare unten in der Sektion von YouTube. Ich bin generell sehr aktiv, alles zu beantworten. Ich will einfach, dass ihr was von diesem Video lernt und dabei Spaß habt. Jetzt haben wir aber schon genug Zeit verschwendet. Lasst uns doch einfach mal in das Tutorial springen. Willkommen in der wunderbaren Welt von meinem Desktop. Aber nun lasst uns mal nicht so lange rumschwafeln, sondern einfach mal Premiere Pro starten. Die Version, die ich hier von Premiere Pro benutze, ist 2019, aber ich werde mich sehr bemühen, keine Funktionen zu benutzen, die es nur in neueren Versionen gibt. Insofern solltet ihr überhaupt keine Probleme haben, mit älteren Versionen von Premiere Pro diesem Tutorial zu folgen. Das erste, was ich machen werde, weil ich weiß, dass es in älteren Versionen diesen Homescreen nicht gibt, lasst uns den einfach mal zumachen. Insofern, so sieht es wahrscheinlich aus, wenn ihr Premiere Pro zuerst startet. Und lasst uns jetzt in das Menü kommen, oben links unter File und dann einfach auf Neu und Neues Projekt. Dann geben wir unserem Projekt einfach mal einen nützlichen Namen. Dann könnt ihr euch aussuchen, wo auf eurer Festplatte ihr dieses Projekt speichern wollt. Alle anderen Einstellungen werde ich einfach mal auf dem Default lassen und dann einfach auf OK klicken. Hier sehen wir jetzt die Benutzeroberfläche von Premiere Pro und es könnte ein wenig anders aussehen, je nachdem, welche Version ihr benutzt. Aber ich werde einfach mal oben ins Hauptmenü reinkommen, unter Window auf Workspaces. Ich habe gerade den Editing Workspace ausgewählt, aber ich werde einfach mal Reset to Saved Layout wählen, einfach damit sich alles, ja, so ungefähr sollte es für euch auch aussehen. Nun, wir könnten Schritt für Schritt über die einzelnen Abteilungen auf der Benutzeroberfläche gehen und sie besprechen, aber ich finde es viel nützlicher, einfach erstmal ein paar Medien, ein paar Videos, Audio und ein paar Bilder in Premiere Pro zu importieren, weil wenn wir dann damit anfangen zu arbeiten, ist es viel leichter zu verstehen, was die ganzen Elemente auf der Benutzeroberfläche überhaupt machen. Insofern, lasst uns doch einfach mal anfangen, ein paar Medien in Premiere Pro zu importieren. Wenn ihr mit dem Standard-Arbeitsplatz arbeitet, solltet ihr unten links den Projekt-Panel finden für Premiere Pro. Und hier ist, wo ihr eure ganzen Media importiert und verwaltet und organisiert. Und von hier werden wir sie dann auch benutzen in unserem Edit, in unserem Filmprojekt, das wir zusammenstellen werden. Wenn ihr dieses Panel nicht finden könnt, dann könnt ihr oben ins Hauptmenü reinkommen, unter Windows, dann auf Projekte oder Projects. Und hier in diesem Projekt-Panel oder Projects-Panel einfach sicherstellen, dass ihr das jetzige Projekt Premiere Pro Tutorial ausgewählt habt, damit ihr diesen Panel hier sehen könnt. Und dann, um Dateien in euer Projekt zu importieren, einfach mit der rechten Maustaste klicken in diesem Projekt-Panel und dann könnt ihr zu Import oder Importieren gehen. Das wird dann einen Windows-Browser öffnen und dann könnt ihr navigieren zu der Stelle, wo ihr eure ganzen Dateien habt. Und das kann von einer Videokamera sein, von eurem Mobile Phone, Dateien, die ihr vom Internet runtergeladen habt. Alle Dateien, die ich für dieses Tutorial benutzen werde, werde ich euch online zur Verfügung stellen. Die könnt ihr einfach gratis runterladen von meiner Webseite. Da müsst ihr einfach auf www.surfacedstudio.com/downloads gehen und da werdet ihr dann eine ZIP-File finden, wo ihr diese ganzen Dateien runterladen könnt. Ich will euch aber sehr raten, wenn ihr könnt, benutzt eure eigenen Videos, eure eigene Musik- und Sounddateien. Ihr werdet einfach viel mehr Spaß dabei haben, aber wenn ihr nichts habt, könnt ihr euch diese Dateien auch einfach von meiner Webseite runterladen. Ich werde jetzt erst einfach mal dieses Door Macro, Railing Macro und vielleicht den bokeh.png auswählen und dann einfach auf Open oder Öffnen klicken. Die Dateien werden jetzt importiert in mein Projekt-Panel und dann kann ich sie hier sehen. Hier ist mein bokeh.png-Bild und mein Door Macro und Railing Macro Videodateien. Wenn ihr nicht mit der rechten Maustaste klicken wollt, könnt ihr auch einfach doppelt links klicken in dieses Projekt-Panel. Das wird den gleichen Detail-Browser öffnen. Und jetzt vielleicht nehme ich mal Creepy Bunny und Descent und ich halte STRG gedrückt, damit ich mehrere Dateien auswählen kann. Jetzt importieren wir die beiden Dateien auch nochmals. Haben wir jetzt 5 hier drin. Für mich persönlich die einfachste Weise,
Videodateien in Premiere Pro reinzukriegen, ist einfach einen Dateibrowser zu öffnen und da kann man direkt vom Dateibrowser die Dateien auswählen. So Dog-Barking haben wir jetzt noch nicht, Walk-In, was fehlt uns noch, Indoor Walk und Elevator Reveal und die könnt ihr dann einfach von dem Dateibrowser direkt in das Projektpanel reinziehen und loslassen und dann wird Premiere Pro die direkt da importieren. Nun, Premiere Pro unterstützt sehr, sehr, sehr viele verschiedene Dateitypen, sowohl Video als auch Audio als auch Bilder. Aber Premiere Pro unterstützt nicht alles. Ihr könntet vielleicht eine alte Videokamera haben, die in einem Format Filme aufnimmt, die Premiere Pro nicht versteht. Zum Beispiel hier habe ich eine Datei Canon mvi.zorg und wenn ihr die versucht in Premiere Pro reinzubringen und loslässt, Premiere Pro wird es einfach nicht schaffen, die Datei zu importieren, weil es sie nicht versteht. Wenn ihr wissen wollt, welche Dateitypen Premiere Pro unterstützt, könnt ihr auf das Web gehen unter help.adobe.com und ich werde euch den Link einfach in die Videobeschreibung reinlegen. Auch könnt ihr genau detailliert alles finden, was unterstützt ist von Premiere Pro. Wenn ihr findet, eure Datei ist nicht unterstützt, was mache ich denn jetzt? Da könnt ihr euch ein Programm runterladen, das heißt Handbrake, das ist gratis, das ist ein Video-Converter. Damit könnt ihr verschiedene Dateitypen ineinander umwandeln und dann könnt ihr eure abstruse Dateiformat in etwas mehr Generelles umwandeln, wie ein MP4 oder ein MOV oder ein MPEG-Movie zum Beispiel. Kostet überhaupt nichts, funktioniert super gut. Einen Link dafür werdet ihr auch in der Videobeschreibung finden. Jetzt gehen wir aber erstmal wieder zu Premiere Pro zurück und lasst uns einfach mal anfangen, ein bisschen Video zu bearbeiten. Um in Adobe Premiere Pro einen Videoschnitt zu erstellen, müsst ihr erstmal eine Sequenz erstellen. Eine Sequenz ist sozusagen ein Container, ein Behälter für eure Videos und Audios und wie alles zusammen geschnitten ist. Und diese Sequenz, die exportiert ihr dann nachher in eine Videodatei, die ihr dann aufs Internet, zum Beispiel auf YouTube raufladen könnt oder weiterreichen könnt an Freunde und Familie. Um eine Sequenz zu erstellen, unten rechts im Projektpanel werdet ihr ein paar Symbole finden und da gibt es das neue Dateisymbol. Wenn ihr da draufklickt, habt ihr eine Option, jede Menge verschiedene Dateitypen zu erstellen, mit denen ihr dann innerhalb von Premiere Pro arbeiten könnt. Was wir erstellen wollen, ist eine Sequenz, ein Behälter für unsere Video, damit wir ein Video-Edit zusammensetzen können. Also lasst uns mal auf neue Sequenz klicken und dann müssen wir erstmal einstellen, wie und was wir für diese Sequenz überhaupt haben wollen. Als erstes lasst uns der Sequenz einfach mal einen nützlichen Namen geben. Ich werde es einfach mal mein erstes Videoprojekt nennen. Und dann könnt ihr auswählen von einer relativ großen Auswahl an unterschiedlichen Presets, wo alles schon für euch eingestellt ist für Bildrate, Auflösung, Audioqualität und alles mögliche andere. Ihr müsst die Presets nicht benutzen, ihr könnt selber alles einstellen. Wenn ihr auf Settings geht, könnt ihr euch selber auswählen, was ihr haben wollt. Ich werde das einfach mal, lass uns mal ein bisschen runtergehen. Ich suche mir einfach mal DSLR aus, weil die Videos, die ich benutze, sind auf einer DSLR gefilmt worden. Meine Timebase oder meine Bildrate ist gerade 23,976 Bilder pro Sekunde. Normalerweise gehe ich lieber auf 24 Bilder pro Sekunde, weil das eher ist, was ihr in Film findet. Wenn ihr ins Kino geht, wird immer 24 Bilder pro Sekunde benutzt. Insofern mag ich das gerne selber benutzen. Frame Size, das ist meine Auflösung, lasse ich bei 1920 mal bei 1080 Pixeln. Das heißt auch Full HD oder 1080p, weil es 1080 Pixeln vertikal sind im Bild und das ist auch das Material, das wir importiert haben. Die Pixel Aspect Ratio ist das Pixel-Seitenverhältnis. Wenn man an einem Pixel denkt, denkt man immer Quadrat, aber Pixel sind nicht immer quadratisch, manchmal sind sie rechteckig. Sie sind ein bisschen länger, als sie hoch sind. Insofern, wenn ihr ältere oder verschiedene Kameras benutzt, könnte das manchmal der Fall sein. Für mich ist alles meistens in quadratischen Pixeln. Das ist dann eine Pixel Aspect Ratio oder ein Seitenverhältnis von 1. Fields werde ich einfach mal lassen. Display Format, alles andere lasse ich sehr beim Alten. Die Audioqualität wird meistens in einer Sample Rate oder einer Beispielrate berechnet. Meistens lasse ich das auf 48.000 Hertz. Das ist generell sehr gute Audioqualität. Dann könnt ihr noch ein paar andere Sachen einstellen. Alles nicht so wichtig jetzt. Ihr könnt das dann auch als euer eigenes Preset oder Voreinstellung selber speichern. Lassen wir jetzt aber erstmal, lasst uns einfach mal auf OK klicken und anfangen, unser Video zusammenzusetzen. So, jetzt plötzlich, unten rechts in unserer Benutzeroberfläche, haben wir eine Zeitleiste. Dies ist jetzt unsere Sequenz. Mein erstes Videoprojekt wird hier angezeigt. Da gibt es einen blauen Timeline Indicator, der euch anzeigt, wo in dem Projekt ihr seid. Oben links könnt ihr die Zeit sehen und da könnt ihr draufklicken, um durch euer Projekt zu schrubben. In der Zeitleiste werdet ihr verschiedene Spuren finden
V3, 2 und 1 sind eure Videospuren und A1 bis A4 und dann Master sind eure Audiospuren und wir können die löschen, wir können neue hinzufügen. Aber lasst uns jetzt einfach mal ein paar Videos, ein bisschen Material aus unserem Projekt Panel auf unsere Zeitleiste bringen, damit wir anfangen können, einen Schnitt zu erstellen und ein echtes Video zusammenzusetzen. Die einfachste Weise, Videomaterial von eurem Projekt Panel in eure Zeitleiste zu kriegen, ist einfach zu klicken und es rüber zu ziehen. Was ich aber erstmal machen werde, unten links in eurem Projekt Panel werdet ihr ein paar weitere Symbole finden und ihr könnt die Anzeige von diesem Panel ändern, damit das ein bisschen einfacher zu sehen ist, was ihr überhaupt habt. Ihr könnt das von einer Liste in Icons umwandeln und wenn ihr da draufklickt, könnt ihr jetzt sehen, was diese Dateien überhaupt sind. Ihr könnt auch jederzeit auf die Kanten von diesen Panels klicken. Der Cursor verwandelt sich in so einen zweiseitigen Pfeil, da könnt ihr draufklicken und dann ziehen, um die Größen von diesen Panels jederzeit zu ändern, wie euch das gefällt. Ich mache das mal ein bisschen größer hier, damit ich ein bisschen besser sehen kann, was ich habe. Und lasst uns einfach mal diesen Elevator Reveal hier nehmen. Und das ist richtig cool in Premiere Pro, zumindest in den neueren Versionen. Wenn ihr über die Dateien in eurem Projekt Panel im Icon View und der Icon Anzeige schwebt und die Maus hin und her bewegt, könnt ihr sehen, was da drin ist in diesen Videodateien. Das ist super nützlich, damit ihr wisst, was ihr überhaupt auf eure Zeitleiste bringt. Jetzt lasst uns mal diesen Elevator Reveal MP4 nehmen, links draufklicken, gedrückt halten und einfach rüberziehen auf die Zeitleiste und dann seht ihr hier jetzt meinen Clip und der hat sowohl eine Spur auf Video als auch eine Spur im Audio, weil das ist ein Video, das Audio dabei hat. Lass uns das mal ganz links ranziehen, auf die linke Seite unserer Zeitleiste, damit das Video damit anfängt. Loslassen. Und jetzt will Premiere Pro nützlich sein. Premiere Pro hat bemerkt, dass den Clip, den wir jetzt auf unsere Zeitleiste gezogen haben, nicht die gleichen Einstellungen hat wie unsere Sequenz. Und das ist, weil meine Videodatei eine Bildrate von 23,796 Bilder pro Sekunde hat, aber meine Sequenz auf 24 gestellt ist. Ich kann jetzt entweder meine Sequenzeinstellungen ändern oder meine jetzigen Einstellungen beibehalten. Ich sage einfach mal beibehalten. Ich werde auch dieses Always Ask oder Frag immer ausschalten. Einfach Keep Existing. Ich will die Einstellung so behalten, wie ich sie eingestellt habe. Und jetzt, wenn ihr durch euer Projekt schrubbt, könnt ihr das Video oben rechts in eurem Preview-Monitor sehen. Wenn ihr das abspielen wollt, unten auf dem Preview-Monitor habt ihr Abspielkontrollen. Da könnt ihr jetzt einfach starten. Das spielt dann euer Video ab und auch wieder stoppen. Ihr könnt das auch einfach mit der Leertaste machen. Finde ich viel einfacher. Einfach Leertaste drücken, fängt er an abzuspielen. Leertaste nochmal drücken, dann hört er auf. Jetzt gerade unten in der Zeitlinie ist alles ein bisschen klein, ein bisschen schwer zu sehen, was hier passiert. Und ihr könnt da reinzoomen, einfach Alt auf eurer Tastatur gedrückt halten und dann am Mausrad hochdrehen, dann zoomt ihr da rein, da könnt ihr ein bisschen besser sehen, was passiert. Ihr könnt auch unten hier auf der Scrollbar, die ihr habt, einfach die Seiten nehmen, links klicken und rausziehen oder rein, da könnt ihr dann auch reinzoomen, wie ihr wollt. Es geht entweder oder. Um euch auf der Zeitlinie links und rechts zu bewegen, entweder überhaupt keine Taste drücken oder einfach am Mausrad runter und raufdrehen, geht es dann hin und her. Ihr könnt euch auch das Handtool oder das Handwerkzeug, heißt das glaube ich auf Deutsch, sorry, mein Deutsch ist vermutlich ein bisschen rostig mittlerweile, könnt ihr euch aussuchen. Auf der linken Seite von eurer Zeitleiste dürftet ihr die Tools oder eure Werkzeuge finden. Da gibt es dieses Handtool hier. Der Shortcut dafür ist H auf eurer Tastatur. Da könnt ihr dann einfach links klicken und hin und her ziehen. Einfach für den Fall, dass ihr keine mittlere Maustaste habt. Hat ja auch nicht jeder, besonders wenn ihr mit einem Mac arbeitet. Lasst uns mal auf das Selektionswerkzeug zurück. Mit V oder Selection Tool hier links oben auswählen auf der Toolbar auf unserer Werkzeugleiste. Ich zoome jetzt nochmal ein bisschen aus. Einfach Alt gedrückt halten und runterdrehen auf meinem Mausrad, einfach ein bisschen rauszoomen. Und jetzt nehmen wir mal diesen Indoor Walk 01 MP4 und von unserem Projekt Panel und ziehen das auf unsere Zeitleiste. Und genau hier habe ich jetzt meinen zweiten Clip und den setze ich jetzt mal da direkt ans Ende. Und jetzt, wenn ich entweder durchschrubbe oder das abspiele, habe ich jetzt hier zwei Clips zusammengeschnitten. Das ist alles schon super aufregend. Lass uns mal wieder ein bisschen reinzoomen und dann gehe ich jetzt mal ein bisschen nach links, damit wir den Anfang sehen können. Und die Spuren sind momentan sehr flach. Ich kann momentan nicht wirklich viel sehen. Ich kann die Spuren selber, ich kann auf den oberen Rand dieser Spuren selber klicken und das nach oben ziehen, um die Spuren größer zu machen. Das macht die Audiospur und die Videospur ein bisschen größer. Ihr könnt das auch hier rechts machen mit diesen Scrollbars, einfach das Ende nehmen und genau wie mit dem horizontalen, vertikal einfach rein oder raus zoomen, wie ihr wollt. Einfach damit man das ein bisschen besser sieht. Premiere Pro zeigt euch richtig schön nette Thumbnails, so richtig schöne Icons an auf eurer Zeitleiste. Das kann man viel einfacher sehen, wenn die ein bisschen größer sind. Und naja, unser Schnitt ist momentan nicht der aufregendste, besonders dieser Anfangsclip ist sehr, sehr lang.
könnt ihr euch hier oben auch ansehen. Das sind 26 Sekunden. 26 Sekunden nur dieser einzige Clip. Insofern, lasst uns das mal ein bisschen zerschneiden, ein bisschen zerlegen, damit wir das ein bisschen aufregender arrangieren können. Dafür können wir links aus unserer Toolbar, aus unserer Werkzeugkiste, das Razor Tool auswählen, oder C ist die Abkürzung dafür. Und ich rate euch, lernt die ganzen Abkürzungen. Premiere Pro ist voll von Abkürzungen für fast alles. Es lohnt sich sehr, die alle zu lernen, weil dann euer Arbeitslauf einfach viel, viel schneller gehen wird. Also ich werde das jetzt einfach mal auswählen aus der Toolbar hier. Es gibt euch dieses Razor Tool, und wenn ihr dann über diese Clips schwebt, könnt ihr richtig so schön sehen, wo ihr schneiden werdet. Und dann einfach links klicken. Und das schneidet dann direkt durch diesen Video durch, und es schneidet auch das Audio. Ihr könnt sehen, das hat sowohl die Videospur als auch die Audiospur direkt durchgeschnitten. Das schneide ich nochmal hier rechts. Drücke ich mal V auf meiner Tastatur, um zum Selection Tool zurückzukehren. Links draufklicken und Delete oder löschen, heißt es glaube ich auf Deutsch. Klicken, dann löschen wir einfach mal diese Mittelsektion, und jetzt habe ich ein Loch im Video. Wenn ich das so exportieren würde, hätte ich hier direkt ein bisschen schwarz in meinem Video. Das ist nicht, was ich will. Ihr könnt euch jetzt entweder mit links klicken und ziehen, um euch mehrere Clips auf eurer Zeitleiste auszuwählen. Und die könnt ihr dann auf eurer Zeitleiste hin und her schieben und hier links an diesem Videoclip schnappen, damit die Lücke verschwindet. Lasst uns das aber mal rückgängig machen, einfach mit Steuerung und Z. Und dann könnt ihr auch einfach rechts mit der rechten Maustaste in diese Lücke klicken und dann Ripple Delete auswählen. Ich weiß nicht genau, wie das auf Deutsch heißt, aber was es machen wird, es wird die Lücke löschen und alle Videos, die rechts davon liegen, links reinziehen. Ripple Delete auswählen und dann ist die Lücke auch verschwunden. Das geht viel einfacher so. Jetzt lasst uns das einfach mal angucken. Der Schnitt selber ist ziemlich grausam, damit werde ich garantiert keinen Oscar gewinnen. Ich will euch einfach mal zeigen, wie ihr was machen könnt im Premiere Pro. Es geht hier nicht um Schönheit des Schnittes, damit kann ich viele weitere Tutorials verbringen. Lasst uns mal zurückkommen in unser Projektpanel. Gehe ich mal ein bisschen nach oben und ich will jetzt aber mal diesen Railing Macro in mein Projekt reinbringen. Insofern einfach links klicken und es dann auf meine Zeitleiste ziehen. Und ich will jetzt diesen Clip direkt hier in die Mitte einbringen, zwischen diesen zweien. Und ich kann es hier links ranschnappen, aber wenn ich jetzt loslasse, dann überschreibt dieser Makro-Clip alles, was da war. Das ist nicht wirklich, was ich will. Also Steuerung und Z. Lass uns das mal rückgängig machen. Jetzt nehme ich mit diesem Railing-Makro, links klicken, reinziehen und ich will den da genau einfügen. Jetzt kann ich aber einfach auch Steuerung drücken. Premiere Pro zeigt schon diese Pfeile an, und was es machen wird, es wird diesen Clip einfügen und alle Videos, die von diesem Punkt vorwärts in meiner Zeitleiste liegen, wird es verschieben nach rechts. Insofern lasse ich erstmal los. Und jetzt habe ich einfach diesen Railing Macro hier in die Mitte eingefügt, ohne irgendwas zu überschreiben. Und das funktioniert schon ein bisschen besser als Edit. Ich finde diesen Clip, der ist immer noch sehr, sehr lang. Wenn ich einen Schnitt machen würde, da würde ich die meisten Clips wahrscheinlich ein paar Sekunden lang halten, solange es nicht sehr bewusst ein sehr langer Schuss sein soll. Ich werde jetzt einfach mal ein bisschen reinzoomen hier und ich will jetzt den Clip einfach mal ein bisschen kürzer machen. Was ihr machen könnt, ihr könnt mit dem Maus über die Seiten eurer Clips auf eurer Zeitleiste schweben. Die verwandelt sich dann in so einen kleinen Arrow, und wenn ihr dann links klickt und zieht, könnt ihr den Anfang als auch das Ende eures Clips verändern. Ihr könnt den Clip dann kürzer machen. Wenn er euch zu kurz ist, könnt ihr ihn länger machen. Ich werde ihn jetzt aber mal relativ kurz machen, einfach nur so ein paar Sekunden. Und ihr könnt unten rechts sehen, da zeigt mir Adobe Premiere Pro dann an, wie lang der sein wird. Jetzt sind das ungefähr 3 Sekunden. Das ist vermutlich so lange, wie ich ihn haben will. Lasse ich los. Jetzt ist der ein bisschen kürzer. Und ich könnte klicken und dann einfach links ans vorherige Video anlegen. Ich kann einfach rechts klicken in die Lücke und Ripple Delete auswählen. Das schnappt das dann auch zusammen. Und ich werde das gleiche mal für die anderen Videos machen. Ich mache die einfach mal ein bisschen kürzer und dann einfach Ripple Delete. Mache ich den am Ende auch ein bisschen kürzer. Und diese zwei Clips hier, die passen mir nicht gut zusammen. Da würde ich gerne was dazwischen haben. Was ich also jetzt machen werde, ich werde den Clip hier am Ende auswählen und den einfach nach rechts rüberziehen. Und ich will jetzt den Clip hier, dieses Railing, will ich einfach mal hier weiterführen. Aber ich habe schon was dazwischen. Ich will diesen Clip hier rechts haben, aber ich will auch was von dem Clip hier links haben. Also Steuerung und Z, um das rückgängig zu machen. Wenn ihr euch den Clip auswählt, Alt auf eurer Tastatur gedrückt haltet und dann einfach links klickt und zieht und jetzt rechts einfach loslässt, dupliziert ihr den Clip. Das heißt, ich habe jetzt hier eine Kopie meines Clips. Das heißt, der Inhalt ist auch genau das gleiche. Was ich also hier machen werde, ich werde den Clip hier ein bisschen Platz machen, diese Kopie hier erweitern und dann den Anfang verkürzen. Das heißt, ich werde sozusagen ein neues Stück dieses selben Clips nehmen, das zusammensetzen und dann lösche ich einfach die Lücke. Und jetzt habe ich ein bisschen besseren Edit, wo es von diesem langsamen Schuss
auf diesen Detaillierschuss geht. Dann seht ihr ein bisschen was von der Hotelhalle, dann wieder das Geländer und dann geht es vorwärts. Es passt einfach ein klein bisschen besser. Wie gesagt, wird keine Oscar-Nominierung hier, aber ganz grausam soll es dann ja auch nicht sein. Als nächstes, lasst uns doch mal schauen, wie ihr mit sehr langen Videos viel, viel besser umgehen könnt, indem ihr den Source Monitor in Premiere Pro benutzt. Stellt euch einfach mal vor, ihr habt ein Familienvideo aufgenommen, das ist 20 Minuten lang, ihr wollt aber nur ein paar Sekunden hier und da rausschneiden. Nun, ihr habt zwei Optionen. Lasst uns mal wieder ins Projekt-Panel kommen, runtergehen und diesen Walk-in.mp4 aussuchen. Ihr könnt sehen, das sind 40 Sekunden. Stellt euch auch mal vor, das wären 2 Stunden. Ihr könnt entweder den Clip jetzt nehmen und in eure Zeitleiste ziehen und da dann durchschrubben, um den Teil zu finden, den ihr wollt. Dann euch das Razor-Tool auswählen und das dann da rausschneiden. Dann links und rechts die beiden Clips löschen und dann habt ihr euch dieses kleine Stück hier rausgeschnitten. Aber wenn es ein sehr langes Video ist, das kann sehr, sehr lange dauern und es ist einfach ein bisschen fummelig. Es ist viel einfacher, den Source Monitor in Premiere Pro dafür zu benutzen. Insofern lassen wir dieses Stück wieder löschen. Und jetzt nehmen wir diesen Walk-in MP4 von unserem Projektpanel und anstatt es auf die Zeitleiste zu ziehen, werde ich es in diesen Source Monitor hier ziehen. Das sagt gerade No Clips, ist kein Video drin. Werde ich einfach mal in diesen Source Monitor Panel ziehen und loslassen. Wenn ihr diesen Source Panel nicht sehen könnt, einfach ins Menü gehen unter Windows und sicherstellen, dass ihr diesen Source Monitor hier aktiviert habt, damit ihr das sehen könnt. Und hier habt ihr jetzt sozusagen ein Preview, eine Vorschau von eurem Video direkt aus eurem Projektpanel. Hier unten gibt es auch so einen kleinen Timeline-Indicator, mit dem ihr durch euer Video schrubben könnt. Ihr könnt es auch abspielen und wieder stoppen. Und nichts von diesem Video ist bisher in eurem Schnitt. Ihr guckt euch das nur an. Ihr kriegt nur eine Vorschau davon. Ihr könnt jetzt den Punkt finden, den ihr rausschneiden wollt. Zum Beispiel hier, wo ich in das Hotel reingehe. Von hier will ich anfangen und ich kann jetzt einen In-Point setzen und das kann ich hier unten machen mit einem Marker, also einem In-Marker und einem Out-Marker, also Anfang und den Endpunkt von dem Stück, das ich da rausschneiden will. Lass uns also das hier mal als den In-Point markieren. Könnt ihr sehen, hat Premiere Pro jetzt nur von meiner jetzigen Position vorwärts alles selektiert. Jetzt gehe ich mal ein bisschen vorwärts. Ja, da gehe ich jetzt ins Hotel rein und vielleicht vielleicht bevor ich mich drehe, vielleicht bis dahin will ich den Clip haben. Das will ich rausschneiden. Jetzt kann ich einen Out-Point oder meinen Endpunkt setzen. Jetzt könnt ihr sehen, Premiere Pro hat nur diese Sektion ausgewählt. Und jetzt kann ich mit meiner linken Maustaste in meinen Source Monitor reinklicken und das ziehen und in meine Zeitleiste reinziehen. Und wenn ich das jetzt loslasse, das ist jetzt nur das Stück, das ich hier gehighlightet, das ich hier selektiert habe in meinem Source Monitor. Ich habe also nicht diese ganze Videodatei in meiner Zeitleiste, sondern nur das Stück, das ich rausschneiden wollte, nur das Stück, das ich wirklich wollte. Das kann ich mir jetzt hier angucken und jetzt ist es Teil meiner Sequenz und wenn ich das exportieren würde, wäre es ein Teil meines fertigen Videos. Das Coole ist, dass ich den Source Monitor mehrfach benutzen kann, so oft ich das will. Jetzt gehen wir mal zum Ende dieses langen Clips, zum Beispiel vielleicht hier, den Teil finde ich auch ziemlich cool, wo ich einfach gerade durch diesen Gang durchgehe. So vielleicht von hier, lass uns mal einen In-Punkt setzen. Jetzt gehe ich ein bisschen vorwärts. Da bewege ich die Kamera schon ein bisschen bis dahin vielleicht nur. Das ist ein ganz, ganz kleines Stück. Lass uns den Out-Point setzen. Und wieder, ich rate euch, merkt euch die Abkürzung dafür. I für In und O für Out. Setzen wir mal die In- und Out-Markers. Nur dieses kleine Stück ist, was wir wollen. Jetzt können wir das wieder links klicken und einfach in unsere Zeitleiste ziehen. Wirklich nur das kleine Stückchen hier. Lass uns das mal an das Ende da schnappen. Und jetzt schneidet er direkt von dem Schuss zu dem Schuss. Nun, dieser Schuss hier ist wirklich, da gehe ich ins Hotel rein und es wäre vermutlich logisch, wenn das am Anfang unseres Videos ist. Insofern werde ich den Clip einfach mal nehmen, den ganz weit links rüberziehen bis zum Anfang meiner Sequenz und dann werde ich Steuerung halten, damit ich nicht lösche, was schon da ist, sondern das einfach da einfüge und alles sich nach rechts verschiebt. Lass ich mal los. Jetzt habe ich den Clip nämlich hier am Anfang, damit fängt dann einfach mein Video an und ich werde dann auch hier dieses Ende, die Lücke einfach mal löschen, wieder rechts reinklicken und Ripple Delete auswählen. Dann ist mein Video ungefähr 30 Sekunden lang am Ende. Sieht gar nicht mehr so langweilig aus und wir werden es gleich ein bisschen aufpfeffern mit Audio- und Videoübergängen. Aber eine Sache, die ich noch machen will, und das ist auch sehr sinnvoll zu wissen, und das ist, wie man Videos schneller oder langsamer abspielen lässt. Dafür hat Premiere Pro nämlich auch ein Tool und das heißt das Rate Stretch Tool. Und wenn ihr danach sucht, auf eurer Tool-Leiste auf der linken Seite, werdet ihr das jetzt momentan gar nicht finden. Aber wenn ihr mal guckt, auf diese ganzen Symbole haben rechts unten so ein kleines Dreieck. Das heißt, da sind noch mehr Tools hinter. Wenn ihr da draufklickt und haltet, könnt ihr dann nämlich mehr
Tools noch auswählen und unter dem dritten Symbol von oben, wenn ihr da draufklickt und das haltet, da findet ihr das Ripple Edit, Rolling Edit, aber auch den Rate Stretch Tool. Und R ist die Abkürzung dafür. Lass uns doch mal das Rate Stretch Tool jetzt auswählen. Und das ist so ein durchgekreuzter Doppelpfeil. Wenn ihr jetzt auf Ende dieses Clips klickt und das nach links zieht, sieht es so aus, als würdet ihr diesen Clip kürzer machen. Ihr macht ihn aber nicht kürzer, ihr spielt ihn einfach schneller ab. Das heißt, der gleiche Inhalt wird beibehalten, aber spielt auf einer kürzeren Zeit ab. Wenn ich jetzt loslasse, zurückkomme und das einfach mal abspiele mit Leertaste, könnt ihr sehen, die Bewegung ist deutlich schneller. Das noch mal ein bisschen schneller machen, wie jetzt zum Anfang und abspielen. Jetzt ist es deutlich schneller. Ihr könnt alle eure Videos auch einfach verlangsamen, indem ihr mit dem Rate Stretch Tool ausgewählt auf eine Seite eures Clips klickt und dann einfach zieht. Und ich ziehe das einfach mal nach rechts. Es wird jetzt so langsam, wie es original war. Wenn ich es länger machen wollte, müsste ich die Clips hier nach rechts verschieben. R für das Rate Stretch Tool und den Clip dann nach rechts verziehen, damit das dann über einen längeren Zeitraum abspielt und insofern mein Video einfach langsamer spielt. Wenn ich das jetzt abspiele, das ist jetzt deutlich langsamer, als es vorher war. Und ihr könnt auch oben sehen, Premiere Pro zeigt euch an, das wird abgespielt mit 63,64% Geschwindigkeit. Das heißt, es ist ein bisschen langsamer, als das Original wäre. Wenn ihr das alles ein bisschen präziser machen wolltet, lasst uns mal zum Selection Tool zurückkommen mit V oder einfach von der Toolleiste auswählen. Ich drücke einfach mal V auf meiner Tastatur. Ihr könnt auch rechts auf diese Clips klicken und da habt ihr sehr, sehr viele Optionen, was ihr damit machen wolltet. Die wir benutzen werden, ist Speed, Duration oder Geschwindigkeit und Länge. Wenn ihr da drauf klickt, könnt ihr euch dann aussuchen, wie lange der Clip sein soll. Ich setze das jetzt mal auf 200%. Ich will einfach, dass er ein bisschen schneller abspielt. Jetzt klicken wir auf OK. Und jetzt rechts klicken und die Lücke löschen. Spielt das einfach ein bisschen schneller ab. Und jetzt lasst uns mal angucken, wie ihr Audio- und Videoübergänge in eure Sequenz einbringt, um das alles ein bisschen interessanter aussehen zu lassen. Adobe Premiere Pro, je nach Version, kommt mit sehr vielen Effekten, als auch Video- und Audioübergängen. Die werdet ihr im Effects-Panel finden. Auf dem Standard-Arbeitsplatz findet ihr den meistens hinter dem Projekt-Panel hier irgendwo, da ist der Effects-Panel. Wenn ihr das nicht sehen könnt, zum Beispiel wenn der Panel ein bisschen zu klein ist und ihr irgendwo hier links seid, könnt ihr den vielleicht nicht sehen. Da gibt es also diesen Doppelpfeil, der nach rechts zeigt. Wenn ihr da ein paar Mal draufklickt, dann könnt ihr euch entweder die Effekte hier aussuchen und dann seid ihr jetzt im Effects-Panel und auch sicherstellen, dass im Hauptmenü unter Window oder Fenster heißt es, glaube ich, auf Deutsch, dass euer Effects-Panel sichtbar ist und aktiviert ist. Und dann werdet ihr den dann irgendwo finden, sicherstellen, dass ich immer im Effects-Panel bin. Im Effects-Panel findet ihr Voreinstellungen, also Presets für alle möglichen Effekte, sowohl als auch Audio-Effekte, Audio-Transitions oder Audio-Übergänge, da sind nur ein paar drin, Video-Effekte und ich habe sehr, sehr viele, weil ich halt ein paar Plugins installiert habe. Ich arbeite sehr viel mit Premiere Pro, sind aber auch relativ viele einfach eingebaut in die Standardversion von Premiere Pro. Und dann habt ihr Video-Transitions oder Videoübergänge. Lasst uns mal anfangen, erstmal ein paar Videoübergänge in unsere Sequenz einzubringen. Ich zoome jetzt einfach mal ein bisschen rein und hier zum Beispiel von dem, wo wir ins Hotel reinkommen, zum ersten Schuss, wo wir diesen Elevator-Schuss sehen, da will ich jetzt einfach mal einen Übergang. Das ist mir ein bisschen zu abrupt, da würde ich gerne von einem Video ein bisschen sanfter in das andere Video übergehen. Also im Effects-Panel, in den Video-Transitions oder Videoübergängen, lass uns aber mal gucken, was wir hier finden. Ich nehme einfach mal die Dissolves, die sind generell relativ soft. Und vielleicht nehme ich mal diesen Additive Dissolve. Und um diesen Videoübergang zu benutzen, einfach links draufklicken und in die Sequenz ziehen. Und diesen Übergang könnt ihr jetzt loslassen zwischen zwei Videos. Hier könnt ihr sehen, das geht direkt über den Schnitt drüber, da geht es über den Schnitt drüber, da geht es über den Schnitt drüber. Hier links will er nicht so ganz, weil das linke Video da endet. Das ist ein bisschen technisch. Ich lasse es aber trotzdem einfach mal hier los. Und da habe ich jetzt einen Additive-Videogang hier angefügt. Und Premiere Pro hat den nicht genau über dem Schnitt angewendet. Was wir machen können, ihr könnt euch diesen Übergang selber anwählen, einfach links draufklicken und dann oben müsst ihr mal nach einem Panel gucken, der heißt Effects Controls oder Effektkontrollen, glaube ich, auf Deutsch. Einfach mal auswählen, solange ihr diesen Übergang selektiert habt. Und hier könnt ihr jetzt das Alignment oder wie der Schnitt angewandt wird aussuchen. Gerade ist er auf Start at Cut gesetzt. Da fängt der Übergang dann erst nach dem Schnitt an. Ich ändere das aber mal auf Center at Cut, damit der Übergang so richtig schön in der Mitte da sitzt. Und wenn ich jetzt ein bisschen zurückspule, ich ein bisschen rauszoome und das zurückspiele, habt ihr jetzt so einen coolen Additive Dissolve. Das heißt, es blendet jetzt von einem Clip in den nächsten. Das ist ein bisschen kurz für mich, ich würde das ein bisschen länger haben. Und ihr könnt entweder euch diesen Übergang auswählen
Und dann in diesem Effects Controls Panel könnt ihr die Länge verändern. Das ist genau 12 Bilder nur lang, so eine halbe Sekunde, da ich auf 24 Bildern pro Sekunde gestellt bin. Ihr könnt das jetzt einfach auf 24 setzen, das wird ein bisschen länger. Ihr könnt aber einfach links auf die Ecken oder die Enden dieses Übergangs klicken und das ein bisschen raus oder reinziehen, wie ihr das wollt, um das dann anzupassen. Jetzt sieht das vielleicht ein bisschen besser aus. Komme ich mal wieder zum Anfang zurück und spiele das ab. Ja, und hier könnt ihr jetzt auch richtig sehen, warum Premiere Pro diesen Übergang nicht über dem Schnitt gesetzt hat. Und das ist, weil der Schnitt hier, der fängt hier überhaupt erst an. Da ist überhaupt kein Material von diesem Elevator Reveal, das hier links reingeht. Insofern hält er jetzt das erste Bild von diesem Schnitt. Das könnt ihr richtig sehen, dass hier diesen Elevator einfach statisch im Bild ist, bevor es sich anfängt zu bewegen. Was wir machen können, mit dem Selection Tool immer noch ausgewählt, werde ich mal hier den Anfang des Elevator Reveals ein bisschen rüberziehen nach rechts, damit ein bisschen da sozusagen noch Inhalt hier auf der linken Seite, bevor wir diesen Clip überhaupt anfangen, rechts reinklicken, Ripple Delete und das nochmal diesen Additive Dissolve anwenden, einfach links draufklicken, rüberziehen und über unseren Schnitt drüber und jetzt lässt mich Premiere Pro genau über dem Schnitt platzieren, weil der Platz links und rechts ist. Das macht einfach ein bisschen mehr Sinn und dann mache ich den jetzt auch trotzdem noch ein bisschen länger. Ja, so. Und ja, das sieht einfach viel besser aus. Es bewegt sich auf beiden Seiten des Schnittes und es ist schön und sanft und einfach viel interessanter. Nun, wie gesagt, Premiere Pro hat sehr, sehr viele Videoübergänge und auch Audioübergänge und die werden genauso angewandt. Einfach draufziehen auf entweder zwischen zwei Audioclips oder auf eine Videoclip, wenn es ein Videoübergang ist. Ich werde da jetzt nicht so ganz genau drauf eingehen. Ziemlich einfach zu benutzen. Ihr habt auch viele interessante Effekte, sowohl für Video als auch für Audio, die ihr auf eure Clips in euren Schnitt mit reinbringen könnt. Und die wendet ihr genauso an. Zum Beispiel, lass uns doch auch mal diesen Brush-Strokes-Effekt hier nehmen, links draufklicken und einfach rechts rüberziehen. Die Effekte gehen natürlich nicht auf einen Schnitt drauf, sondern auf dem Video selber. Wenn es ein Audioeffekt ist, würdet ihr das auf euren Audiospur ablegen. Ich wende den einfach mal hier auf meinem Elevator Reveal an. Ist vielleicht ein bisschen schwer zu sehen. Ich mache das Panel mal ein bisschen größer. Und dann mit dem Clip selektiert, in euren Effektkontrollen findet ihr relativ viele Optionen für sowohl den Clip selber als auch die Effekte. Unter Motion, das ist der Clip selber, Opacity, das ist Transparenz. Auf den Clip selber kommen wir gleich noch ein bisschen drauf. Dann findet ihr aber auch die Effekteinstellung hier für Brushstrokes. Ist jetzt gerade auf eine Brushstroke von 2 gesetzt. Ich mache das einfach mal ein bisschen größer, damit es ein bisschen sichtbarer ist. Also könnt ihr jetzt hier diesen Brushstrokes-Effekt sehen. Und der ist direkt aufs Video angewandt. Das könnte ein bisschen langsamer werden, je nachdem, wie schnell euer Computer ist, weil es natürlich Premiere Pro das natürlich berechnen muss. Und das könnt ihr hier oben auch sehen. In eurer Zeitleiste zeigt euch Premiere Pro das also rot an, weil es anzeigt, hey, hier muss ich was berechnen. Das wird vielleicht nicht ganz so schnell laufen wie einige andere Teile eures Videos, die keine Effekte enthalten. Je mehr Effekte ihr in eure Sequenz einbringt, umso langsamer wird es einfach werden. Ihr könnt aber, zumindest während ihr mit dem Video in eurem Vorschau-Panel arbeitet, die Auflösung von dem Vorschau-Panel ändern. Jetzt gerade hier unten rechts kann ich sehen, das ist auf voll gestellt, Full Resolution. Das heißt, wenn ich das abspiele oder da durchschrubbe, wird Premiere Pro mir das in voller Auflösung anzeigen. Das kostet natürlich auch viel Rechnungspower. Ich könnte das einfach auf ein halb reduzieren und dann rendert das schon ein bisschen schneller. Ihr könnt aber sehen, dass es dann ein bisschen gröber aussieht, zumindest während ich es abspiele. Und mit dem Clip immer noch ausgewählt, zurück in unseren Effektkontrollen, könnte ich dann hier diesen Effekt, diesen Brushstrokes-Effekt, entweder löschen, wenn ich den nicht will, oder ich kann dann auch einfach ausstellen, indem ich auf dieses FX-Symbol hier klicke, stelle ich den Effekt einfach aus, dann kann ich den wieder einstellen nachher. Ich stelle ihn einfach mal aus, aber wie gesagt, spielt einfach mit den Effekten rum, mit den Übergängen für Video und Audio. Es gibt viele, viele coole Sachen, die ihr mit Premiere Pro machen könnt. Da will ich jetzt aber nicht so viel Zeit dran verschwenden, weil wir schon, wie erwartet, vermutlich weit über die 20 Minuten raus sind. Lasst uns doch jetzt einmal ganz kurz über Videotransparenz und Audio-Lautstärke sprechen. Jetzt gerade, wenn ich hier mal ein bisschen reinzoome und zum Anfang komme und das zurückspiele, ist relativ viel Lärm im Video. Es ist relativ laut hier und ihr könnt rechts sehen, hier ist so Audiometers oder so eine Lautstärke-Anzeige. Wenn ich da einfach durchschraube, könnt ihr sehen, wie laut das Video ist. Und ihr wollt verhindern, dass es hier oben diese roten Punkte trifft. Das heißt dann, dass eure Audio-Lautstärke einfach ein bisschen zu laut ist und dann könnte das Audio einfach ein bisschen verzerrt werden, wenn ihr das exportiert. Was ich erstmal machen will, die Sounds oder das Audio, das ich in meinem Schnitt habe, ist momentan einfach nur das Audio von der Videokamera, die ich benutzt habe, um diese Clips zu filmen. Lass uns mal zurück in unser Projektpanel kommen, hier unten links, und ich nehme jetzt einfach mal diesen Descent.mp3. Das ist aber eine Musikdatei, die ich von der YouTube Audio Library gekriegt habe. Ist gratis, kostet gar nichts, könnt ihr euch jede Menge gute Musik und Soundeffekte runterladen. Das ziehe ich jetzt einfach mal in mein Projekt.
Das kann ich aber nicht auf einer Videospur ablagern, weil es eine Audiodatei ist, es ist Musik. Insofern muss ich das auf einer Audiospur ablagern. Schnappe das mal hier an den Anfang, mache die Audiospur ein bisschen größer, ich mache das Panel ein bisschen größer, damit das ein bisschen einfacher zu sehen ist. Ich nehme jetzt aber diesen Anfang hier und trimme das ein bisschen rein, damit wir gleich mit ein bisschen Volume anfangen. Bringe das an den Anfang und jetzt gehe ich zurück. Wow! Und ihr könnt schon sehen, dass das schon viel zu laut wird. Lasst das einfach mal abspielen und schaut einfach mal auf dieses Audiometer hier rechts. Wow, viel zu laut und hier könnt ihr jetzt auch sehen, dass die Audiolautstärke ist einfach zu hoch. Wenn ich das exportieren würde, wäre das Audio verzerrt am Ende. Nicht gut, wollen wir nicht. Insofern müssen wir wohl die Lautstärke ein bisschen reduzieren. Ich klicke jetzt einfach mal irgendwo in meine Zeitleiste, damit ich nichts selektiere und zoome mal ein bisschen weiter rein. Und wenn ihr die Video- und Audiospuren groß genug habt, werdet ihr diese horizontalen weißen Linien sehen, sowohl in euren Audio- als auch in euren Videospuren. Da könnt ihr mit der Maus links draufklicken und es hoch und runter ziehen, um zum Beispiel, wenn ihr auf einer Audiospur seid, um die Lautstärke zu erhöhen oder zu reduzieren. Und Premiere Pro zeigt euch an, wie viel es reduziert wird. Ich ziehe das jetzt mal runter zu gleich 15 Dezibel und wenn ich das jetzt abspiele, ist meine Musik deutlich leiser. Aber wenn ich mal den Clip angucke und ihr könnt hier die Audio-Lautstärke richtig sehen, die wird richtig gut visualisiert und vielleicht will ich meine Musik ein bisschen lauter haben. Ich erhöhe das mal vielleicht bis zu minus 10 Dezibel. Ich werde aber diesen Clip hier, diesen Audio von dem Videoclip, wo ich ins Hotel reingehe, einfach ein bisschen runterziehen. Das ist mir zu laut, weil das ist einfach alles wirklich nur Lärm. Das könnte ich theoretisch einfach ganz nach unten ziehen, zumindest unendlich, damit man das überhaupt nicht hört, aber vielleicht ein bisschen lasse ich drin, vielleicht minus 20 oder so. Lass uns mal wieder zum Anfang gehen und jetzt spielen wir das nochmal ab. Cool, und das funktioniert viel besser. Ihr werdet auch bemerken, dass auch die Videospuren diese horizontale weiße Linie haben und für Video kontrolliert das die Transparenz des Videos. Wenn ich jetzt hier die weiße Linie von dem Video runterziehe, dann wird mein Video, meine Vorschau wird schwarz, weil, naja, ich mache das Video transparent, das heißt, da könnt ihr jetzt durchgucken und unter dem Video, es gibt kein weiteres Video, da ist nichts drunter, insofern wird es einfach schwarz. Lasst uns das einfach mal wieder auf 100 hochbringen. Ich werde jetzt mal dieses Creepy Bunny Clip hier aus meinem Projektpanel nehmen, gehe in den Source Monitor zurück. Ich ziehe das jetzt einfach mal in meinen Source Monitor, damit ich diesen Creepy Bunny hier sehen kann. Und vielleicht bis hier will ich das haben. Setze ich einen Auspunkt, damit ich nur dieses Stück kriege. Und ich will die Audiospur davon gar nicht haben. Ich will wirklich nur das Video. Ich will den Lärm vom Wind überhaupt nicht. Insofern in diesem Source Monitor unter dem Bild, unter der Vorschau, habt ihr zwei Symbole. Damit könnt ihr entweder nur das Bild oder nur das Audio von diesem Clip ziehen und importieren. Ich klicke mal auf nur das Bild oder Drag Video Only. Klick und dann ziehen. Und ich lasse das ist jetzt nur das Video von diesem Creepy Bunny. Ich lagere das jetzt mal oben in meinem V2, in meinem zweiten Videospur auf meinem Base Footage oder auf meinem Walk-in MP4 ab. Ich mache das ein bisschen länger, damit das bis zum Ende geht. Und naja, jetzt könnt ihr den Clip da drunter nicht mehr sehen. Jetzt sehen wir nur dieses Creepy Bunny, weil Premiere Pro rendert von oben nach unten. Das heißt, der Clip hier oben, der Creepy Bunny, versteckt alles, was da drunter liegt. Auf der Videospur selber habt ihr dieses kleine Augensymbol. Wenn ihr da draufklickt, macht ihr die Spur unsichtbar und dann sehen wir den Clip, der da drunter ist, wo ich ins Hotel reingehe. Jetzt lasst uns den aber mal wieder anzeigen. Und jetzt mache ich die Spur auch ein bisschen größer. Und wenn ich jetzt diese weiße Linie von so einem Creepy Bunny runterziehe, so vielleicht für irgendwie 50, 30, 40, 50%, könnt ihr jetzt durchsehen. Das wird halb transparent. Jetzt können wir sowohl den Bunny als auch das Video sehen, das da drunter liegt. Damit könnt ihr relativ trippy Effekte relativ schnell erstellen. Und eine richtig coole Sache ist, dass ihr das animieren könnt und zwar richtig einfach. Diese horizontale Linie hier, die könnt ihr unterbrechen, da könnt ihr Keyframes einfügen. Und wie man das macht, haltet einfach Steuerung gedrückt auf eurer Tastatur und klickt mit links auf diese weiße Spur. Das erstellt so einen blauen Diamanten und der repräsentiert eine Keyframe. Ich setze nochmal eine zweite Keyframe, ein bisschen später, Steuerung gedrückt halten, aber links auf diese Linie klicken und die Keyframe selber, da könnt ihr draufklicken und die könnt ihr runter und raufziehen. Und jetzt verändert sich, jetzt animieren wir richtig die Transparenz von diesem Videoclip. Was ich mal machen werde, ich mache mal eine weitere Keyframe hier am Anfang, ziehe das ganz runter, das heißt, es ist voll transparent. Dann kommt dieser Bunny hier rein. Ich mache das mal ein bisschen weniger. Ich will den nur ganz, ganz sanft eingeblendet haben, wie so ein Omen, so richtig spooky Omen. Kommt dann der Bunny hier einmal kurz rein und dann geht es wieder zurück in den Clip. Vielleicht ziehe ich das noch ein bisschen weiter runter, nur so ganz wenig
kommt dann das Bunny-Image da rein. Und vielleicht am Ende nochmal ganz, ganz kurz, so ein bisschen, das heißt jetzt richtig spooky, so richtig trippy Video machen wir jetzt hier. Aber es ist super einfach, die Transparenz von diesen Videoclips zu kontrollieren. Zum Beispiel hier am Anfang. Vielleicht will ich, dass es dann einfach schwarz anfängt und das Bild so langsam reinkommt. Das heißt, ich könnte jetzt auf diesem Walking MP4 die Transparenz animieren. Ich kann jetzt einfach eine Keyframe hier setzen und eine am Anfang. Und ihr könnt ja auch links und rechts ziehen, um die zu positionieren, wie ihr wollt. Ziehe ich dann einfach links runter. Das heißt, der Clip ist voll Transparenz. Wir sehen nur schwarz am Anfang. Und dann kommt das Bild langsam rein. Und dann kommt der Creepy Bunny rein. Und dann gehen wir ins Hotel. Mit Audioclips funktioniert das genauso. Jetzt können wir diesen Clip zum Beispiel ein bisschen lauter machen wieder. Und das Problem ist wirklich nur hier, wo die Tür sich schließt. Hinter mir ist das, glaube ich, wo es so super laut wird plötzlich. Da können wir einfach Keyframes drumherum setzen, um genau in dem Moment das Audio runterzubringen. Das heißt, das wird dann leise und wir hören diesen Türschlag nicht. Alles andere ist ganz normal. Und wir können auch Keyframes hier am Anfang setzen, damit es so langsam sich einblendet. Und können wir auch bei der Musik machen, Keyframes setzen, dass sich so langsam einblendet. Und es ist dann einfach viel eleganter, viel sanfter, viel ominöser. Es passt der Atmosphäre einfach besser. Bevor ich jetzt entweder komplett vergesse, wie man Englisch spricht oder meine Stimme einfach versagt, will ich euch noch zeigen, wie ihr eure Sequenz exportieren könnt in eine Videodatei, die ihr dann an Freunde und Familien weiterreichen könnt oder auf YouTube raufladen könnt, wo sich dann Wildfremde darüber aufregen, dass ihr das nicht richtig gemacht habt. So, jetzt zoomen wir es nochmal aus und wow, die Musik geht deutlich länger, als ich gedacht hätte. Also zoome ich nochmal rein. C für das Slice-Tool oder das Cut-Tool. Ich klicke jetzt hier aufs Ende des Audio-Clips. V, um zum Selection-Tool zurückzukommen. Selektiere ich jetzt das Ende und einfach löschen klicken, damit ich das gelöscht habe. Damit haben wir jetzt ungefähr 25 Sekunden von Video, das wir exportieren werden. Aber wir haben Premiere Pro jetzt noch nicht gesagt, welchen Teil unserer Sequenz wir eigentlich exportieren wollen. Und das funktioniert genauso, wie es mit dem Source Monitor funktioniert, wo wir einen In- und Aus-Punkt oder einen In- und Out-Point gesetzt haben. Genau das gleiche müssen wir auch hier in Premiere Pro in unserer Sequenz machen. Lasst uns mal zum Anfang unserer Sequenz gehen. 0 Sekunden. Und jetzt könnt ihr entweder mit eurer Maus über der Zeitleiste I auf eurer Tastatur drücken. Das setzt einen In-Point. Oder ihr könnt rechts draufklicken auf diesen kleinen Marker hier oben am Timeline Indicator und wählt aus to Mark In oder den In-Point setzen. Jetzt hat er aber kein Ende gesetzt. Da würde er jetzt sehr viel schwarz exportieren, wenn ihr das exportieren würdet. Also, jetzt geht mal zum Ende eurer Sequenz und ihr könnt Shift auf eure Tastatur gedrückt halten, dann schnappt er zwischen diesen Schnitten hin und her und ich schnappe den jetzt mal zum Ende meiner Sequenz hier. Und jetzt kann ich entweder rechts draufklicken und Mark Out auswählen oder ich kann einfach O drücken, dann setze ich dann den Out-Point hier. Und das hier, dieses Stück ist jetzt, was ich exportieren werde, wenn ich dieses Video exportiere. Und das definiert jetzt den Teil unserer Sequenz, den wir in eine Videodatei exportieren wollen. Um zu exportieren, kommt einfach ins Hauptmenü und lasst uns mal auf File oder Datei und dann Export oder Exportieren und ihr wollt als Media exportieren. Viele Leute suchen sich ja andere Optionen aus, das sind alle möglichen anderen Formate, das ist nicht unbedingt ein Videoformat, das ihr dann nachher exportiert. Sucht euch also Media aus oder Steuerung und M auf eurer Tastatur, macht das gleiche. Und Premiere Pro öffnet jetzt einen Dialog, wo wir einstellen müssen, wie wir unser Video exportieren wollen. Als allererstes auf der linken Seite werdet ihr eine kleine Vorschau finden und unten eine kleine Zeitleiste auch, wo ihr durchschrubben könnt und ich rate euch, einfach einmal kurz angucken, dass ihr sicher seid, dass ihr das exportiert, was ihr wirklich denkt, dass ihr exportiert. Es sind mir schon ein paar seltsame Sachen passiert. Und dann auf der rechten Seite findet ihr eure Exportierungseinstellungen. Hier kann es sehr schnell, sehr kompliziert und sehr technisch werden. Wir werden uns aber einfach auf die Basics konzentrieren. Als allererstes müsst ihr euch das Format aussuchen. Und dieses Format bestimmt die Erweiterung eurer Datei. Ob es eine MP4 oder ein MOV oder ein AVI oder vielleicht ist es eine Bildersequenz auf JPEGs oder BMP-Dateien. Je nachdem, was ihr damit machen wollt, müsst ihr euch selber aussuchen, was euch am besten passt. Ich würde euch raten, viele Leute suchen sich AVI out oder AVI. Ich glaube, so sagt man es auf Deutsch. Die Dateien sehen gut aus, hohe Qualität, aber auch werden riesengroß. Das ist unkompressiert, das ist meistens dazu benutzt, damit das dann innerhalb von Studios verteilt wird oder weitergereicht wird an ein anderes Team, das das weiter bearbeiten muss. Würde ich nicht für raten, wenn es Online-Video sein soll, wie YouTube, Vimeo oder Instagram oder Vine oder irgendwas.
geht mit H264 oder vielleicht auch als ein QuickTime-Movie. Die werden viel kleiner, die Qualität ist nicht so super, aber die Dateien sind dafür dann auch nicht so massiv groß. Ihr könnt auch von einem Preset wählen, wenn ihr das wollt, oder ihr ein Preset schon gespeichert habt mit euren Lieblingseinstellungen. Ich habe ein paar, die ich mir selber erstellt habe und die ich selber sehr gerne benutze. Dann könnt ihr auf Output Name klicken und euch aussuchen, wo ihr die Dateien speichern wollt und dann auswählen, ob ihr Video und Audio exportieren wollt. Da es ein Video mit Audio ist, werden wir beides exportieren. Dann seht ihr eine kleine Zusammenfassung von der Datei, die ihr exportieren werdet, mit der Einstellung für euer Audio und Video und Kompression und alles mögliche andere. Einfach nur mal kurz mal drauf gucken, sieht alles in Ordnung aus. Und dann gehen wir mal ein bisschen weiter runter. Und hier gibt es jetzt relativ viele verschiedene Einstellungen für Effekte, Video, Audio, Multiplexer, Captions und ob ihr könnt direkt aufs Internet raufladen, entweder Adobe Creative Cloud, ihr könnt direkt nach Facebook oder YouTube raufladen, hier, je nachdem, was ihr wollt. Persönlich, ich exportiere immer als eine Videodatei, mit der ich dann selber machen kann, was ich will. In diesem Video-Tab findet ihr noch ein paar sehr wichtige Einstellungen. Basic Video Settings erlaubt euch, die Resolution, die Auflösung eurer Videodatei zu ändern. Ich lasse es einfach beim Standard, das nimmt dann die Auflösung von meiner Sequenz. Das ist 1920 bei 1080, Bildrate 24 Bilder pro Sekunde. Den Rest lasse ich einfach sehr bei dem, was es ist. Müsst ihr euch nicht so drum sorgen. Die einzige Einstellung, die ich denke, sehr wichtig zu wissen, ist die Bitrate. Und die Bitrate bestimmt die Qualität eures exportierten Videos und die Größe eures Videos. Je mehr Qualität ihr im exportierten Video haben wollt, umso größer wird die Datei werden, weil es muss einfach mehr Informationen gespeichert werden. Je niedriger ihr die Qualität setzt, umso kleiner wird die Datei auch werden, weil durch diesen Exportierungsprozess dann einfach viele Informationen weggeworfen werden können, die nicht gebraucht werden. Die Bitrate kontrolliert sozusagen die Dichte der Informationen, die in eure Videodatei gepackt werden. Die Target Bitrate bestimmt die durchschnittliche Dichte der Informationen, die Adobe Premiere während des Exportierens zu erhalten versucht. 10 ist ein bisschen zu niedrig. Ich gehe generell 20 bis 30, eher um die 20 rum, damit die Dateien nicht zu riesig werden für mich. Die Maximum Bitrate bestimmt die allerhöchste Dichte der Informationen, die je in die Dateien reingepackt wird. Generell Maximum und Target halte ich ziemlich auf dem gleichen. Setzen wir die einfach mal weiter auf 20. Das ist generell gut genug für fast jede Art von Online-Video, solange ihr nicht super kleine, feine Details in euren Videos habt und das alles sehr erhalten werden müsst, dann vielleicht 30. Mit 20 seid ihr generell relativ sicher. Dann gibt es noch weitere Einstellungen, würde ich mich nicht drum sorgen, jetzt hier noch mehr Einstellungen unten. Es gibt so viel im Premiere Pro, das ihr einstellen könnt. Könnt ihr euch alles online angucken. Premiere Pro ist relativ gut dokumentiert online, da könnt ihr dann euch angucken, was alle diese Optionen bedeuten. Premiere Pro, und das finde ich sehr nützlich, zeigt euch an eine erwartete Dateigröße, 60 Megabyte für ungefähr 25 Sekunden Video. Ja, ist generell okay. Und dann könnt ihr entweder das Video bei Adobe Media Encoder in eine Queue, in eine Schlange stellen und exportieren, so im Batch. Das machen wir jetzt aber nicht. Wir werden einfach mal Export drücken, damit Premiere Pro endlich unsere Sequenz in eine richtige Videodatei umwandelt. Sobald das fertig ist, lasst uns doch mal den Ordner finden, wo wir es exportiert haben. Und hier ist es, mein erstes Videoprojekt, .mp4, weil wir es als H264 Format exportiert haben. Und diese Datei ist jetzt bereit, um auf YouTube raufgeladen zu werden oder dass ihr sie an Freunde und Verwandte schickt. Premiere Pro hat so viele Funktionen und so viele coole Sachen, die man damit machen kann, die ich noch nicht einmal angesprochen habe. Hoffentlich fandet ihr dieses Video hilfreich, einfach um in Premiere Pro überhaupt erstmal reinzukommen und zu verstehen, wie man denn seine eigenen Videos damit bearbeiten kann und sie dann exportiert in eine Videodatei, die ihr dann verteilen könnt in die Welt. Wenn ihr mehr Tutorials auf Deutsch sehen wollt oder einfach Fragen oder Feedback habt, lasst mir einfach ein paar Kommentare unter diesem Video. Ich antworte generell, soweit ich es schaffe, allen Leuten, die mir einen Kommentar hinterlassen. Jetzt ist meine Stimme aber fast am Ende. Mein Gehirn ist am Rauchen, da ich mich an so viele deutsche Wörter erinnern musste, wo ich nicht ganz sicher war. Hoffentlich war es in Ordnung. Wie gesagt, lasst mich wissen, ob es euch gefiel und ob ihr weitere Videos in Deutsch sehen wollt. Und das ist alles, was ihr wissen müsst. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann gebt doch mal einen Thumbs up. Wenn ihr neu hier seid, dann vergesst nicht zu abonnieren. Und wenn ihr mich unterstützen wollt und was ich auf diesem Kanal hier so mache, dann guckt doch mal die ganzen Links an, die ich unten in die Videobeschreibung reingelegt habe. Und am Ende, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal, dann sehe ich euch später.